Du vertraust Coco also mehr als mir? Das stimmt nicht. Dann sag endlich, was los ist, oder bist du etwa zu feige? Voraussetzung dafür ist, dass Ansgar bereit ist, der Mutter seines Sohnes häufigere Besuchszeiten einzuräumen. Was? Im Gegenzug liefert uns Frau von Anstetten gerichtsverwertbares Material, mit dem wir Ansgars Unschuld eindeutig beweisen können. Graf Lahnstein, so sehr ich Ansgar helfen möchte, aus dem Gefängnis zu kommen, ich wüsste nicht, wie ich ihn entlasten sollte. Sie lügen, sobald Sie den Mund aufmachen. Nathalie, ich kann ja verstehen, dass Sie nach jedem Strohhalm greifen, um Ihren kriminellen Lebensgefährten zu retten. Ansgar ist unschuldig. Meine Damen, ich hatte gehofft, das in Ruhe besprechen zu können. Ihr ist es nicht gelungen, das Sorgerecht für Hannes zurückzubekommen. Trotz Ansgars Haft. Und jetzt soll ich ihr den Kleinen öfter überlassen? Sie sollten mal Ihren Therapeuten fragen, warum Sie derartig an meinem Sohn hängen. Frau von Anstetten, bitte. Es handelt sich hier um einen beiderseitigen Kompromiss. Aber das... Deswegen erwarte ich von dir und von Ihnen, Frau von Anstetten, dass Sie über meinen Vorschlag nachdenken. Ich erwarte bis morgen Ihre Entscheidung. Jetzt setz dich doch erstmal. Nein, Christian, ich möchte eine Antwort. Okay. Ich dachte zwar immer, wir verstehen uns ganz gut, aber mittlerweile muss ich mich echt fragen, ob ich überhaupt sowas wie Menschenkenntnis habe. Warte. Ich vertraue dir genauso wie Coco. Aber genau das ist es. Genau das ist was? Weißt du, ich mag dich irgendwie. Und warum bist du dann nicht so ehrlich zu mir wie zu Coco? Weil bei dir ist es was anderes. Du bist einfach... Die blöde kleine Nico oder was? Danke fürs Gespräch. Nein, ganz im Gegenteil. Hoppla. Scheiße. Nico. Sie heißt Nico. Grundregel Nummer 1. Nenn eine Frau immer bei ihrem Namen. Grundregel Nummer 2. Zieh dir was Warmes an, wenn es draußen kalt ist. Scheiße. Zurück. Ich weiß nicht. Sieht immer noch komisch aus. Ach, Papa, kannst du uns nicht helfen? Seit ich denken kann, ist der Weihnachtsbaum dein Job. Wir schaffen das nicht. Dann wird es Zeit, dass ihr es lernt. Ja, sieht ziemlich gerade aus. Ja, was heißt ziemlich? Ist er nun gerade oder nicht? Brandner? Hallo, Herr Brandner. Wer war das? Wer wählt? Das war Carla, stimmt's? Ihr habt auch alle Mobiltelefone. Dann benutzt sie auch. Hallo Carla, ja, ich bin's. Nee, ist keine so gute Idee. Ich glaube, wir treffen uns lieber heute Abend im No Limits. Okay, bis dann. Wollte Carla vorbeikommen? Ja, aber ich lasse es besser nicht drauf ankommen. Nico, warte, bitte. Okay. Eigentlich wollte ich dir erklären, warum ich in der letzten Zeit so mies drauf war. Warum Coco mich umarmt hat, weil sie mich trösten wollte. Aber anscheinend interessiert sich ja gar nicht. Und ich dachte mal, du wärst endlich eine unkomplizierte Frau. Ich passe mich nur meiner Umwelt an. Mensch, es wird Zeit, dass wir endlich mal diese Missverständnisse aus der Welt schaffen. Ja, das ist ja meine Rede. Ich habe im letzten Jahr ziemlich viel Scheiße gebaut. Ich wurde erwischt, als ich eine Tankstelle überfallen habe. Und habe dafür 6 Monate gesessen. Nathalie, mein Kompliment. Ihr Auftritt eben. Für die großen Bühnen reicht es zwar noch nicht, aber fast hätte ich tatsächlich geglaubt, Sie hätten nichts von Graf Lahnsteins Vorschlag gewusst. Was wollen Sie mir denn unterstellen? Nichts, ich bin nur wirklich beeindruckt.
Die edelmütige Natalie greift zu erpresserischen Maßnahmen. Ich wusste nichts von Johannes Vorschlag. So. Naja, selbst wenn, ich wäre sowieso nicht drauf eingegangen. Das habe ich mir schon gedacht. Angenommen, ich hätte Beweise und ich würde sie besorgen. Glauben Sie, ich hätte nicht begriffen, was der Graf damit bezwecken möchte? Er will den Spieß umdrehen und mich ins Gefängnis stecken. Oh, wie unschön, Frau von Anstetten. Dann können Sie sich ja gar nicht an Ansgar rächen. Und nur darum geht es Ihnen doch, oder? Was mit Ihrem Kind ist, ist Ihnen doch völlig egal. Und was ist mit Ihnen? Warum gehen Sie nicht auf den Vorschlag ein? Ich dachte, Sie sehnen sich so nach Ansgars starken Armen. Sie hätten die Möglichkeit, ihm zu helfen. Und was tun Sie? Sie lesen in aller Ruhe. Sieht denn so die große Liebe aus? Tankstellenüberfall, Knast, Bewährung. Klingt nach einer ziemlich harten Zeit. War's auch. Und mir fällt's immer noch sehr schwer, darüber zu reden. Weil es nicht stimmt? Was? Naja, so wie dein angeblicher Zahnarzttermin, wegen dem du unser erstes Date abgesagt hast, um dich mit dieser Tussi zu treffen. Das war wirklich meine Bewährungshelferin. Ach, und warum hast du das nicht einfach gesagt? Mann, wenn ich nicht rausgefunden hätte, dass du mir was verheimlichst, dann... Ich wollte es dir doch sagen. Ich wusste einfach nur nicht wie. Kannst du das denn nicht verstehen, dass es mir sehr schwer fällt, sowas zuzugeben? Nico, ich hab dich einfach super gern. Und ich hatte Angst, was du dann über mich denkst. Weißt du, was ich von Leuten halte, die nicht ehrlich zu sich und zu anderen sind? Die sich ihre Fehler einfach nicht eingestehen? Für mich sind das Feiglinge. Und auf so jemanden habe ich echt keinen Bock. Hallo. Hallo. Was ist los? Du siehst gestresst aus. Die Stimmung bei uns ist unterirdisch. Und wie mein Vater sich benimmt. Ist völlig verständlich. Ich find's langsam übertrieben. Dass er dich am Telefon abwürgt jetzt. Er hat zurzeit keine Lust auf alles, was den Namen Lahnstein trägt. Ja, natürlich ist es schlimm für ihn, dass Elisabeth und dein Vater zusammen sind. Aber es gibt doch zurzeit auch schöne Dinge, die passieren. Hast du ihm davon erzählt? Ach, um Gottes Willen. Wenn der jetzt auch noch erfährt, dass du ihn bald zum Großvater machst. Wir behalten das erstmal für uns. Was machen wir eigentlich an Weihnachten? Ich kann Arno nicht alleine lassen. Wir treffen uns einfach abends bei mir im Hotel. Und dann bestellen wir uns was Leckeres aufs Zimmer. Na, lasst mich raten. Ihr sucht gerade nach einem Ort in Düsseldorf, wo man stressfrei Weihnachten feiern kann, stimmt's? Lars hat übrigens gerade angerufen, er kommt morgen schon früher. Flieht er vor seiner Familie? Anzunehmen. Jedenfalls freut er sich darauf, dass ich so eine Art alternative Weihnachtsfeier plane. Na, für all diejenigen, die nicht an Harmonie unterm Weihnachtsbaum glauben. Was muss man denn tun, um dabei sein zu dürfen? Zusagen? Komm. Natalie, du weißt, ich habe nie wirklich an die große Liebe geglaubt, aber ich weiß jetzt einfach, dass wir zusammengehören. Als Zeichen, dass uns nichts mehr trennen kann, würde ich dich gern fragen. Frau Kübler, was gibt's denn noch? Stehen Sie auf. Kommissar Krüger, Drogendezernat. Sind Sie Ansgar Graf von Lahnstein? Ja, der bin ich. Was haben die mit dir gemacht? Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Was ist passiert? Hey, mein Schatz. Komm mal her.
Sie werden absolut keine Umstände mit Johannes haben, das verspreche ich Ihnen. Ich kümmere mich um alles selber. Ich denke nicht, dass das erforderlich ist. Ich darf doch. Wir besorgen den Weihnachtsbaum. Ja, hast du irgendwelche besonderen Wünsche? Blaufichte, Nordmantanne? Entschuldigt. Und Lahnstein? Ich kenne so ein kleines Wäldchen, da war ich mit Arno früher immer. Was denn, du willst den Baum selber schlagen? Das glaubst du doch selbst nicht. Tja, natürlich. Mir hat das früher immer Spaß gemacht. Außerdem kann man ja ein paar Traditionen aufrechterhalten, wenn der Rest schon zusammenbricht. Oh, das wird schon ganz nett werden, trotzdem. Vor allem, wenn diese wunderschöne Frau dabei ist. Und? Wer war's? Conhams. Das Auktionshaus in New York. Die dir mal die Leitung einer Auktion angeboten haben? Mhm. Die wollen nicht wieder. Ja. Aber nur für 4 Wochen. Der Job ist dir wichtig? Ja. Aber du bist mir auch wichtig. Und ich glaube, es ist besser. Nein, wenn dir so viel daran liegt, dann fliegst du hin. Wann geht's los? Übermorgen. Übermorgen, aber dann bist du ja Weihnachten, Silvester gar nicht da. Tolle Aussichten. Ich möchte Sie bitten, sich mit Frau von Anstetten in Verbindung zu setzen. Mit Tanja? Wieso? Um mit ihr ein gelockertes Besuchsrecht für Ihren Sohn Hannes zu verhandeln. Wenn sie im Gegenzug Beweise liefert, die Ansgar entlasten. Immer vorausgesetzt, es gelingt dir, Nathalie Ansgar von diesem Handel zu überzeugen. Du weißt, ich bin nicht gerade begeistert, Hannes Tanja häufiger als nötig anzuvertrauen. Dann nenn mir bitte einen anderen Weg, Ansgar freizubekommen. Ich weiß, es gibt keinen. Allerdings bezweifle ich, dass ein Gespräch mit Tanja etwas bringt. Natürlich will sie möglichst viele Vorteile für sich, aber sie will vor allem eins: sich an Ansgar rächen. Und deswegen lässt sie sich niemals auf diesen Vorschlag ein. Morgen. Morgen. Und? Hast du mit Christian gesprochen? Zumindest weiß ich jetzt, mit wem ich es zu tun habe. Ach, mit wem hast du es denn zu tun? Du wusstest doch die ganze Zeit, was mit ihm los ist. Klar, er ist ein Schwerverbrecher, um den man besser einen großen Bogen macht. Das habe ich nicht behauptet. Du hast jetzt bestimmt voll die Vorurteile. Ich find's einfach nur ätzend, dass er die ganze Zeit rumgelogen hat, anstatt die Wahrheit zu sagen. Es ist ja auch einfach, sowas zuzugeben. Dir hat das ja erzählt. Notgedrungen, weil Pepper einen Brief gefunden hat, der an Christian adressiert war. Mit seinen Bewährungsauflagen. Das konnte ich ja nicht wissen. Ja, und genau das ist dein Problem. Du bildest dir deine Meinung und damit Punkt. Vielleicht solltest du vorher einfach mal zuhören. Die Leute zu Wort kommen lassen. Aber nein, eine Gräfin hat das natürlich nicht nötig. Es werden 20 Rutherford-Bilder versteigert. Absolute Raritäten. So einen Job kriegt man nicht alle Tage angeboten. Nee. Du sollst nicht schwer heben. Susanne, noch muss ich mich nicht einschränken. Erst in ein paar Monaten. Stimmt. Wenn du hochschwanger bist. Dann passe ich mit meinem dicken Bauch bestimmt nicht mehr durch die Gangway. So weit wird's nicht kommen. Dann verkaufen dir die Airlines keine Tickets mehr. Ach so. Susanne, wenn das Kind erst mal da ist, dann kann ich nicht mehr so einfach weg. Und dann will ich es auch nicht mehr. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich für ein paar Wochen weggehe. Dann kannst du dich ganz in Ruhe um deinen Vater kümmern und wir müssen uns nicht ständig im No Limits oder im Hotel treffen. Du hast ja völlig recht. Aber der Gedanke, die Feiertage ohne... Da sind Sie ja, meine Damen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie uns erwartet? Ich wusste, dass mich heute 2 besonders reizende Kundinnen beehren. Ja, das hat mir ein Weihnachtsengel verraten. Übrigens, die schönsten Bäume stehen hier den Weg runter, auf der linken Seite.
Danke. Danke. Viel Vergnügen. Sag mal, kennst du die? Du? Nein. Viel Vergnügen. Oh, schau mal. Die sind ja toll. Der da hinten. Ich möchte mich erstmal im Namen Graf Lahnsteins dafür bedanken, dass Sie diesem Treffen zugesagt haben. Naja, es geht immerhin um meinen Sohn. Ja, kommen wir dann auch gleich zur Sache. Wir möchten Ihnen anbieten, dass Sie Hannes zusätzlich zu den 2 Wochenenden pro Monat 2 Tage pro Woche sehen dürfen. Als Gegenleistung erwarten wir, dass Sie uns Beweise bringen, die meinen Mandanten entlasten. Wenn ich Ihnen Beweise liefern würde, dann könnte es natürlich so aussehen, als sei ich in den Drogenschmuggel verwickelt. Was nicht der Fall ist. Wie wollen Sie das verhindern? Indem Ihr Name nicht erwähnt wird und Sie mit den Beweisen nicht in Verbindung gebracht werden. Das hat der Graf zugesichert. Gut. Ich habe Kontakte in Düsseldorf. Ich werde sehen, was ich für Ansgar tun kann. Allerdings, ich hätte da noch eine kleine Bedingung. Susanne, wir können doch nicht die ganzen Bäume anhacken. Gib mir jetzt die Axt. Beim nächsten Baum klappt's bestimmt. Guck dir das an. Wow. Wer hat sich's denn hier gemütlich gemacht? Ja, ich dachte, du könntest mir das beantworten. Komm. Hallo? 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 Das ist ja ein Zufall. Keiner hier. Es ist wirklich ein Zufall. Da hat's jemand gut mit uns gemeint. Da hat es jemand sehr, sehr gut mit uns gemeint. Der Weihnachtsengel von dem Typen. Nein, natürlich der Weihnachtsmann höchstpersönlich. Ach, ich finde, Weihnachten hat wirklich was Magisches. Morgen. Morgen, ist gut. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Hast den Weg nach Hause nicht gefunden, ha? Nein, ich habe noch eine Tanke überfallen und musste mich vor dem Bullen verstecken. Red nicht so einen Schwachsinn. Ich war am Rhein spazieren, die Nachtluft genießen. Soll ich dir das nächste Mal vielleicht ein Protokoll schreiben? Ich habe nicht vor, dich zu kontrollieren. Dann lass es auch, okay? Sicher. Was darf sein? Ein Kakao. Locker. Ist mit Nico wieder alles in Ordnung? Hast du nicht gesagt, du willst mich nicht mehr kontrollieren? Ist ja schon gut. Wo ist denn jetzt hin? Was heißt das? Der hat seine Tüte vergessen. No. Kekse. Die schmecken ja wie die von Mama. Das ist ja der Wahnsinn. Das waren immer meine Lieblingskekse. Nein, meine Lieblingskekse. Und du, Wurm, hast sie mir immer weggegessen. Nein, du. Siehst du schon wieder? Okay, Bruderherz, du zuerst, sonst fängst du nämlich gleich wieder an zu heulen, so wie früher. Komm schon. Danke. Carla und Konstantin vermissen Königsbrunn bestimmt auch. Da bin ich mir sicher. Ich fürchte, Sie sind froh, endlich nicht mehr mit mir unter einem Dach leben zu müssen. Nein. Sie kommen bestimmt bald wieder. Genau wie Ansgar. Dazu muss Frau von Anstetten erst einmal unserem Vorschlag zustimmen. Besonders zuversichtlich warst du ja auch nicht. Naja, vielleicht wird sie sich doch drauf einlassen.
Ihr Sohn bedeutet ihr alles. Und wenn sie die Möglichkeit hat, ihn öfter zu sehen, dann... Heißt das immer noch nicht, dass Ansgar einverstanden ist? Was soll er denn dagegen haben? Er bleibt weiterhin der Erziehungsberechtigte, trifft alle Entscheidungen. Ich werde ihn nachher davon überzeugen. Lars, Herr Schneider. wie war dein Termin? Danke. Tanja hat sich bereit erklärt, Beweise zu besorgen. Ja, das ist doch sehr erfreulich. Und? Naja, sie besteht auf das gemeinsame Sorgerecht. Das nächste Jahr wird so spannend. Oh, die Schwangerschaft und dann die Geburt unseres Kindes. Ich verspreche dir jetzt schon, dass ich dir jeden Wunsch erfüllen werde. Da hast du dich auf was eingelassen. Das ist doch das Mindeste. Du trägst das Kind aus, obwohl du es nicht wolltest. Weil es bei dir nicht funktioniert hat. Du nimmst so viel auf dich. Für mich. Unsinn. Deswegen möchte ich dir etwas zurückgeben. New York? Ich weiß, wie wichtig es für dich ist und für mich ist es in Ordnung. Es tut mir leid. Ich werde immer so sentimental zu Weihnachten. Ich schaffe das schon. Wir können ja telefonieren. Nein. Wenn es dir wirklich so wichtig ist, dass ich hier bleibe, dann sage ich den Job ab. Ihr habt euch von dieser Kröte weich kochen lassen? Nein, Ansgar, wir müssen... Verstehst du denn nicht? Sie tut nichts für andere. Tanja will mich fertig machen. Die will, dass ich vor ihr krieche. Und das kann sie vergessen. Wie meinst du das? Ja, ganz einfach. Ich setze mich mit dieser Person nicht an einen Tisch. Und noch was. Das gemeinsame Sorgerecht für den Kleinen, das kriegt sie erst recht nicht. Es ist die einzige Möglichkeit, dich hier rauszuholen. Nathalie, bevor ich auf die Forderungen dieser Schlange eingehe, bleibe ich lieber die nächsten Jahre hier drin. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Dir ist dein Stolz wichtiger als dein Sohn und ich? Sieh dich doch mal an, die Typen hier drin, die machen dich fertig und das wird immer schlimmer. Ansgar, ich kann verstehen, wie schwer dir das fällt. Aber wir brauchten dich. Willst du lieber hier drin verrecken, als Tanja nachzugeben?